Möchtest du auch so einen bequemen, fließenden Rock im Boho-Stil? Ich zeige dir, wie du das Schnittmuster ganz einfach auf deine Maße zeichnest und wie du den Rock danach auch nähst. Beim Schnittmusterzeichnen hast du die Wahl, ob du ein Fokuhila-Modell möchtest, so wie ich, also vorne kurz, hinten lang, oder mit einem geraden Saum. Ich zeige dir beide Varianten. Hi, ich bin die Jenny. Ich bin gelernte Schneiderin und Modedesignerin und auf meinem Kanal So You dreht sich alles ums Nähen. Falls du auch ganz verrückt nach Nähen bist, abonniere meinen Kanal und drück die Glocke, um keines meiner Videos zu verpassen. Los geht's! Miss als erstes deine Hüftweite. Deine Hüftweite ist dort, wo der Po die weiteste Stelle hat. Das Schnittmuster besteht aus 4 Teilen. Das erste Schnittteil ist ein Rechteck, das 29 cm breit ist und die folgende Länge hat. Deine Hüftweite plus 10 cm. Das zweite Schnittteil ist ebenfalls ein Rechteck, nur dieses ist 23 cm breit und die Länge beträgt deine Hüftweite plus 110 cm. Das dritte und das vierte Schnittteil sind, Überraschung, ebenfalls Rechtecke. Nur diese werden ein bisschen angepasst. Das dritte Schnittteil ist 28 cm breit und gleich lang wie das zweite Schnittteil. Das vierte Schnittteil ist 43 cm breit und gleich lang wie das zweite und das dritte Rechteck. Wenn du keine Fokuhila-Variante möchtest, also einen geraden Saum, dann benötigst du nur 3 Schnittteile. Schneide aber dein Rechteck 3 zweimal zu. Die Breite des Rechtecks kannst du frei bestimmen, je nach Länge, die du für den Rock möchtest. Wenn du ein Fokuhila-Modell möchtest, dann geht es jetzt mit der Erklärung weiter. Das dritte und das vierte Rechteck werden nun noch wie folgt angepasst. Nimm das Schnittmuster 3 und markiere die Mitte. Miss von oben 13 cm ab und zieh dort eine kurze, rechtwinklige Linie zur Mitte. Zieh von dort eine schöne Kurve bis zur unteren Kante des Rechtecks. Falte das Schnittmuster in die Hälfte und schneide bei der Linie durch. Nimm das Rechteck 4 und markiere an der Seite die Breite des dritten Rechtecks, also 28 cm. Zieh dort eine kurze rechtwinklige Linie. Markiere unten die Mitte des vierten Rechtecks. Zeichne eine schöne Kurve von der äußeren Kante bis zur unteren, ca. 10 cm von der Mitte entfernt. Falte das Rechteck in der Mitte und schneid bei der Linie durch. So werden die Stoffteile später zusammengenäht, damit du es dir besser vorstellen kannst. Alle Nahtzugaben sind in diesen Maßen bereits enthalten. Du kannst das Schnittmuster entweder auf Schnittmusterpapier aufzeichnen oder du arbeitest direkt mit dem Stoff, wie ich es dir nachher beim Zuschnitt erkläre. Ich habe für meinen Rock einen gewobenen 100% Viskosestoff verwendet. Du kannst allerdings auch einen Baumwollstoff verwenden, dann wirkt die Optik etwas steifer. Wichtig ist Folgendes: Für die Fokuhila-Variante müssen beide Stoffseiten schön aussehen. Falls du einen gemusterten Stoff wählst, muss das Muster sich um 90 Grad drehen lassen und immer noch gut aussehen. Dein Stoffstück muss mindestens 130 cm breit sein und folgende Länge haben. Deine Hüftweite plus 130 cm. So ist noch ein bisschen ein Puffer eingerechnet, falls der Stoff bei der ersten Wäsche eingeht. Bitte wasch deinen Stoff unbedingt, bevor du mit dem Zuschnitt anfängst. Wir wollen nachher keine unangenehmen Überraschungen. Zusätzlich benötigst du ein 4 cm breites Gummiband. Kommen wir zum Zuschnitt. Die Rechtecke werden parallel zur Länge des Stoffes zugeschnitten. Also nicht wie üblicherweise quer zur Webkante, sondern parallel zur Webkante. Wie bereits kurz erwähnt, kannst du entweder dein Schnittmuster auf Papier aufzeichnen und dann wie gewohnt ausschneiden, oder du machst es so wie ich und reißt deine Rechtecke. Die meisten Viskosestoffe lassen sich ganz einfach reißen und so sind sie dann auch ganz genau im Fadenlauf und fallen schön.
Teste dies aber zuerst ganz am Rand außen, indem du einen schmalen Streifen wegreißt. Schneide oder reiße nun also deine 4 Rechtecke zu. Wenn du den Stoff reißt, bereite zuerst die 4 Rechtecke vor. Zeichne danach mit Schneiderkreide oder ähnlichem die Kurven auf den Stoff. Das kann ich allerdings nur empfehlen, wenn du bereits Näherfahrung hast. Halbiere den Streifen 3 und schneid bei der Geraden eine kleine Markierung in den Umbruch. Diese sollte ca. 4 mm tief sein. Falte den Stoff erneut und schneid wieder kleine Markierungen in den Umbruch. Dieses Mal durch 2 Stoffschichten. Mach dasselbe bei der oberen geraden Kante des 4. Stoffstreifens. Streifen 1 und 2 müssen ebenfalls so markiert werden. Nur dass du diese 2 Streifen nochmals halbierst und somit durch 4 Stoffschichten schneidest. Beim Streifen 1 muss nur die untere Kante markiert werden, beim Streifen 2 die obere und die untere. Nimm deinen ersten Stoffstreifen und mach von der oberen Kante entfernt mit 2 cm Abstand Markierungen. Mach diese Markierungen auf der linken Stoffseite, also der Innenseite. Leg die Kante auf die Markierung und bügle den Umbruch. Dieser Schritt erleichtert später die Buntverarbeitung. Leg die schönen Stoffseiten des Streifen 1 aufeinander und steck die schmalen Kanten zusammen. Mach dasselbe beim Streifen 2. Leg die schmalen Kanten des Streifens 3 auf die des Streifens 4. Die schönen Seiten liegen aufeinander. Steck auch hier die schmalen Kanten zusammen. Nähe die Kanten mit einem Abstand von 1,5 cm von der Kante entfernt zusammen. Führe die Stoffkanten dazu entlang der Markierungen auf deiner Nähmaschine. Sichere jeweils die Stiche am Anfang und am Ende, indem du ein paar Stiche vorwärts, rückwärts und wieder vorwärts nähst. Schneid die Fäden am Schluss ab. Versäube diese Kanten mit einem 3-Faden-Overlock-Stich oder mit dem Zickzackstich auf deiner Nähmaschine. Falls du nicht weißt, wie das geht, schau dir doch gerne mein Video an, das ich zu genau diesem Thema gemacht habe. Ich blende dir den Link gerade oben rechts ein oder du findest ihn auch unten in der Beschreibung drin. Leg die obere gebügelte Kante des Stoffstreifens 1 um 5 cm um. Achte darauf, dass du den Stoff auf die Innenseite umlegst. Steck die Kante so rundherum fest. Jetzt entsteht der Tunnelzug für das Gummiband. Freiwillig kannst du nun noch den neuen Bruch bügeln. Das erleichtert dir das Nähen. Lass gleich eine 10 cm große Öffnung neben der Naht stehen. Stell die Stichlänge auf 3. Nähe den Umbruch mit ein paar Millimetern Abstand entfernt fest. Sichere die Stiche am Anfang und am Ende und vergiss nicht, die 10 cm große Öffnung stehen zu lassen. Fädle irgendeine andere Farbe auf deiner Nähmaschine ein und stell die Stichlänge auf die längstmögliche. Nähe mit ca. 1 cm Abstand der oberen Kante des Stoffstreifens 3 und danach auch des Stoffstreifens 4 entlang. Lass am Anfang und am Ende 10 cm Faden stehen und sichere die Stiche nicht. Mach dasselbe an der oberen Kante des zweiten Streifens. Freiwillig kannst du nochmals 1 cm weiter unten parallel zu dieser Linie durchnähen. Das erleichtert die Faltenbildung, wenn du noch nicht viel Übung darin hast. Leg den Stoffstreifen 2 mit der schönen Stoffseite auf die schöne Seite des Streifens 1. Steck die beiden Nähte an der oberen Kante zusammen. Steck nun die Markierungen, die du in die Stoffkanten geschnitten hast, aufeinander. Das Ergebnis sollte etwa so aussehen.
Zieh nun vorsichtig an einem Faden des Hilfsstiches und du siehst, wie sich der Stoffstreifen 2 anfängt zu rüschen. Die Kante des Streifens 2 muss nun so fest gerüscht werden, dass sie dieselbe Länge hat wie die des Streifens 1. Die Markierungen haben wir gesetzt, damit die Rüschen gleichmäßig auf dem Stoff verteilt werden. Rüsche den gesamten Stoffstreifen 2 und steck ihn auf den ersten. So sollte es etwa aussehen. Fädle wieder einen farblich passenden Faden ein und stell die Stichlänge auf 2,5. Nähe die beiden Stoffteile mit einem Abstand von 1,5 cm von der oberen Kante entfernt zusammen. Achte während des Nähens darauf, dass der Streifen 1 immer flach daliegt, ohne Falten zu bilden. Und achte beim Streifen 2 darauf, dass die Rüschen gleichmäßig aufgenäht werden, so wie du sie auch gesteckt hast. Sichere die Stiche am Ende. Entferne nun vorsichtig die Fäden des Hilfsstiches auf Stoffstreifen 2. Versäubere die Kanten mit einem Overlock oder Zickzackstich. Leg die obere gerade Kante des Streifens 3 auf die untere Kante des Streifens 2. Die schönen Stoffseiten liegen dabei aufeinander. Steck die beiden Nähte und die restlichen Markierungen aufeinander, so wie beim Streifen 1 und 2. Eine der Markierungen im Streifen 3 ist die zweite Naht. Rüsche den Streifen 3 und 4 mit demselben Vorgehen wie beim zweiten Streifen. Bestimm die Länge des Gummibandes, indem du es um deinen Körper haltest und so fest anziehst, wie es für dich bequem ist. Schneid das Gummiband 4 cm länger ab. Stich mit einer großen Sicherheitsnadel durch das Gummiband. Zieh das Band mit der Hilfe dieser Sicherheitsnadel durch den genähten Tunnel. Achte darauf, dass das Ende des Gummibandes außerhalb des Tunnels bleibt. Leg die beiden Gummibandenden 4 cm übereinander und steck sie fest. Nähe das Gummiband mit einem Zickzackstich zusammen. Sichere auch hier die Stiche am Anfang und am Ende und schneid die Fäden danach ab. Schließ die Öffnung des Tunnels mit Stecknadeln. Achte darauf, dass der Stoff ganz flach und ohne Falten liegt. Zieh dazu die ganze Überweite auf die Seiten. Schließ die Öffnung mit einem normalen Geradstich auf Stichlänge 3 und vernähe die Fäden am Anfang und am Ende. Achte darauf, dass du das Gummiband nicht festnähst. Schneid die Fäden am Schluss ab. Zieh den Bund so weit auseinander, bis der Stoff keine Falten mehr hat. Halte den Stoff oben an der Kante fest und sichere den Teil mit einer Stecknadel. Zieh den Bund erneut so weit auseinander, bis der Stoff keine Falten mehr hat. Halte nun einen anderen Teil der oberen Kante fest und steck dort eine Stecknadel rein. Wiederhole diesen Vorgang für den ganzen Bund. Auf diese Weise ist die ganze Überweite des Rockes gleichmäßig auf dem Bund verteilt. Stelle eine Stichlänge von 3,5 ein. Nähe zuerst ein paar Stiche, bis die Fäden im Stoff halten. Zieh nun am Gummiband vor und hinter der Nadel so fest, bis der Stoff glatt liegt. Führ den Bund in dem Tempo, das deine Nähmaschine vorgibt. Nähe den Bund auf diese Weise einmal rundherum fest. Nähe mit ca. 1,5 cm Abstand von der rechten Kante entfernt. Sichere die Stiche am Ende und schneid die Fäden ab. Nähe etwas weiter unten mit derselben Technik noch einmal rundherum und schneid die Fäden am Schluss ab. Falte die Kante des Saums ca. 7 mm nach innen und dann gleich nochmals. Das nennt man einen Einschlag-Umschlag. Steck den ganzen Saum des Rockes so fest. Starte an der Seitennaht. Nähe den Saum mit einer Stichlänge von 3 rundherum fest. Versuch mit ca. 2 mm Abstand zum linken Umbruch zu nähen. Sichere die Stiche am Ende, indem du über die Anfangsstiche nähst, rückwärts und wieder vorwärts und schneid die Fäden danach ab. Und damit hast du erfolgreich einen gerüschten Rock im Boho-Stil genäht. Herzlichen Glückwunsch! Ich wünsche dir viel Freude beim Tragen deines hübschen Rockes. Wenn du dieses Video hilfreich fandest, würde ich mich sehr über einen Daumen hoch
und immer auch über einen Kommentar freuen. Lass mich gerne auch wissen, was für zukünftige Videos du gerne sehen würdest. Schau dir doch jetzt noch ein paar meiner anderen Videos an, die gerade eingeblendet werden. Schön, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal.